Ja, hey zusammen, es geht weiter mit Drizzlepath, Genie. Jawohl, beim letzten Mal haben wir dieses Haus hier gesehen, wo die drin steht. Ich weiß immer noch nicht genau warum. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Bedeutung hat. Aber das ist ja bei dem Spiel generell, dass man eher nicht so weiß, was das hier alles für Bedeutungen hat. Wir schauen uns weiter um. Es hat angefangen zu schneien. Und wir werden jetzt unseren Weg hier einfach mal fortsetzen, würde ich sagen. Oh, wo müssen wir lang? Oben oder unten? Ich gehe mal oben. Wahrscheinlich ist es egal. Es wird wohl auf selber rauskommen. Ja, es kommt absolut auf selber raus. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es anders wäre. Wir haben ja schon eine große Entscheidung getroffen, welchen Weg wir gehen. Das war der rote. Der linke Pfad war das gewesen. Ja, ich werde mir auf jeden Fall nochmal angucken, wie das Ganze dann aussieht, wenn man den anderen Pfad geht. Ob ich das jetzt nochmal komplett spielen werde, das weiß ich aber noch nicht. Das muss ich mal sehen. Ob und wann das kommt. And wondered at it. Here was life in the midst of frozen nothingness. It seemed precarious, tender, so unlikely in its setting. But there must be some hidden strength in it to have emerged here, overcoming the elements and the odds. It seems a fortunate incident of nature, like life itself, perhaps not magical, but wonderful that it has occurred. Und es blitzt weiter. Ich bin mal gespannt, ob wir dem Drachen noch näher kommen werden, den wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Es ist aber insgesamt sehr ruhig geworden, seitdem es nicht mehr regnet. Man hört noch den Wind so ein bisschen und zwischendurch eben diese wunderschöne Musik, die hier immer wieder eingespielt wird. Even at that age, the flower made me ponder the teachings of the shamans. They told of how the world is dreamed up by the sleeping gods, and that when we die, we will join them in their dream of paradise and live forever. But I have seen birth and death, and know that they are different. I witness the workings of the world and think it natural, not the magical dreaming of imaginary gods. Oh, da war der Drache. Ganz nah. Ganz nah. Boah, hoffentlich ist der nicht irgendwie böse zu uns oder so. Wenn er uns nachher tötet, dann ist auch keinem geholfen. Außer ihm vielleicht, der hat ein bisschen was gegessen. Wir kommen auch dieser roten Stelle da oben immer näher. Hatte ja so ein bisschen Eindruck, dass das ein Vulkan wäre oder so. Das sieht zumindest so ähnlich aus. Aber ist es natürlich nicht. Aber der Schnee bleibt auch nicht liegen. I cannot tell my thoughts to anyone. They would think me blasphemous, or even mad, to question the shamans. They would think I had lost sight of the truth, of the mysterious, magical workings of life itself. They would think me irreverent, at the very least. But it is not so. Considering the triumph of the tiny flower in the midst of a frozen garden, I have a profound reverence for the unlikely presence of life. Ich frage mich ja, was wir am Ende von unserem Weg hier finden werden. Das ist ja absolut nicht klar. Bisher. Oh, guck mal, da ist wieder eine große Statue. Uiuiui. Ja, gerade eben kurz die Kontrolle verloren. Ich habe ja das automatische Laufen an, deswegen. Da oben ist der Drache. Alter. Müssen wir jetzt da noch... To say that life is simply magic is, to me, of less value than if it developed as an inevitability in the infinite spans of time, and gained a foothold enough to thrive against all the odds. Life is a champion of chance. There is more awe and wonder in this truth than to simply dismiss it as the providence of some great and mystical unknowable. It is
is made all the more special by its unlikelihood. Oh, es wird auf jeden Fall gerade so ein bisschen Spannung aufgebaut hier, ne? Gerade durch die Musik. Wir sind auch wieder langsamer geworden. Es gab wieder so eine kleine weiße Überblende. Und wir sind jetzt wieder ein wenig langsamer geworden. Die gesamten Farben haben sich auch wieder geändert. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht genau, was das darstellen soll. Vielleicht verschiedene Kapitel. Auf jeden Fall ist da oben eine riesige Statue. Sieht aus wie ein... Ja, eine Person mit einem Menschenkörper und einem Hirschgeweih auf dem Kopf. Mit riesigen Händen. Bin mal gespannt, ob wir noch näher dran kommen gleich. Aber es sieht ganz so aus. Die Musik ist auf jeden Fall sehr spannend gerade, ne? Ich finde die aber verdammt gut. Eieiei, wie tief geht's denn hier runter? Hier haben wir wieder die roten Teile. Boah, kommen wir irgendwo hoch? Ja. Jetzt ist wieder ganz still. Wirklich sehr interessant, das Ganze. Es ist auf jeden Fall eine spannende Reise. Und eine sehr vielseitige Reise. Also langsam aber sicher bleibt der Schnee doch liegen, habe ich das Gefühl, ne? Es wird weißer und weißer. Ja, irgendwann muss er ja mal liegen bleiben, wenn es so viel schneit, ne? Eieiei. Es blitzt aber immer noch die ganze Zeit. Und da sind wieder diese komischen, durchsichtigen Blumen. Was haben wir davor? Sieht aus wie Knochen. Okay. Ja, machen können wir damit nichts. Was das ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Alles sehr mysteriös. Ach, da ist die Statue. Da muss ich aber jetzt gleich nochmal gucken, wenn wir ein bisschen höher sind, dass ich da vielleicht nochmal einen guten Blick drauf bekomme. Ja, jetzt sind wir aber auf in luftiger Höhe, würde ich mal sagen. Wir gehen mal eben da vorne hin. Vielleicht kriege ich da ja noch einen guten Blick drauf für ein Thumbnail oder so. Das wäre ja wunderschön. Ja, es ist so ein bisschen... Da ist der Drache. Wow. Das ist halt von dem Hintergrund ein bisschen schwer. Aber eine interessante Sache auf jeden Fall. Guck mal, der hat so eine Kette drum. Hinten hat er eine Waffe auf dem Rücken. Und hier vorne war eben der Drache, habe ich gesehen. Aber jetzt kann man den nicht sehen. Ich komme nicht näher dran hier, leider. Na gut. Da ist er. Alter. Ich glaube, der ist auch nicht so nett. Der hört sich auf jeden Fall nicht so nett an. Wo müssen wir denn jetzt lang? Kommen wir da vorne überhaupt weiter? Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Maybe I'll just step on the air. Wie jetzt? In der Luft laufen? There we go. Aha. Alles klar, ja. Das ist auch eine gute Idee. Würde ich auch sofort drauf kommen, auf die Idee. Einfach mal durch die Luft laufen, ja. Alles klar. Tucked between twin expanses of endless nothing, here, for a brief and shining moment, is something, rare and beautiful life. It sings in me, and I know that I am. Joy fills my heart, and I know that I will never squander a moment of life, however long or brief it may be. We live, we laugh, we learn and grow old. We love and we die. Between birth and death, we have this one chance to just let it be beautiful. Das war schön gesagt. Auf jeden Fall. Ja, jetzt langsam kriegt man den Eindruck, es geht doch so ein bisschen um das Leben und was man damit anstellen kann und anstellen sollte. Auf jeden Fall steigen wir jetzt gerade verdammt hoch.
Das war ja auch von Anfang an unser Ziel. Und jetzt kommen wir dem immer und immer näher. Alter! Though the sky itself cracks open and falls to the ground, the world trembling with change, I have no fear. I feel that soon my path will end, and I know not what I will find. But I have had this time, this one chance to truly be alive. I have lived and loved. Along with heartache and loss, I have known beauty and joy. Even if the end is upon me, I consider how fortunate I've been to have this one brief, shining moment. I have lived, and that is more than enough. Okay. Heißt das, wir sterben jetzt, oder wie darf ich das verstehen? Viel höher geht's auf jeden Fall jetzt gleich nicht mehr. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht mehr weit, bis wir da sind. I found no answers along the path, only more questions. Ja, das stimmt wohl. What is the genie? What does it do? Who made it, and where is it from? I shall soon find out. Perhaps it will answer all my questions. I have considered that it may pose more questions than answers, and feel that somehow I already know the answers. And now I see. Jetzt siehst du es. Okay, da vorne sind grüne und rote Lichter. Also vom grünen und roten Pfad. Ich muss nochmal eben hier runter gucken. Das ist ja Wahnsinn. Da die ganze Wolkendecke. Das ist echt sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wie gesagt, es ist jetzt nicht umhauend. Umhauend, sagt man das? Es haut dann jetzt nicht um von der Grafik her, aber ganz im Ernst. Es ist schon schön aufgemacht. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was die Antwort jetzt ist. Wer ist der Genie? Was erwartet uns jetzt da oben? Ich habe keine Ahnung. That must be the genie. Solid, inanimate, but somehow organic. And there, next to it, stands the wizard that spoke to me in my dreams. As I draw nearer, I can hear his voice again, that strange sound with unmoving lips that I can understand as words. Lula, he said, you have made it to the mountain of fire, and now stand before the genie. You have chosen to face your fears along the shortest path. In facing the darkness of your mind, you have conquered yourself. You have learned that the answers to your questions are within you. You have learned hope. The path you have chosen is the shortest path, and so you are victorious. Your arrival precedes that of the other wizard who sought to curse you. Still he wanders the other path, having chosen what he thought was the easiest way. Now you may lay your hand on the genie, and the program will continue. Program? I asked. I don't understand. What is the genie? The genie, he began, is a computational construct, what we call a processor. As an operating administrator, I have introduced a packet of data into the Genie. It arranges the data into information that runs a program. This program is called Lula. Your first moment of being was just before you chose the path. You see, Lula, he continued, this world and everything in it, all your memories and dreams, your mother, your father, and Rofesso have been created by you. You have arranged the data into a stream of consciousness that will not become real until you lay your hand on the genie and verify the information. You will return to your village where your mother and father happily await you. The program will be set and will continue to run indefinitely.
Your people will be free to choose their own paths in life. You will forget that you began as a program. You will be free to run anywhere you like, to live the life you choose and grow old. Free to laugh and learn, and perhaps most importantly, you will be free to love. What about the other wizard, I wondered. Once you verify, he replied. The bug in the system that you think of as the other wizard will be deleted. Thank you for this learning experience. How could I choose otherwise? I slowly reached out my hand and laid it on the genie. It felt warm, humming with life. I see the world I have created as it becomes real. I feel myself forgetting that it started as a program. What does it matter? I will be with my mother and father again. We will be free and happy. And now I have a story to tell. Was it a dream or a memory? I do not know, but let it begin. Once upon a time. Okay. Das war's dann wohl. Mit Drizzlepath Genie. Zum Ende jetzt mit der Auflösung. Ja, doch ein bisschen abgespaced vielleicht. Ist in eine deutlich andere Richtung gegangen, als ich dachte. Auch allein wie die Sachen jetzt dargestellt waren, der Wizard und der Genie. Aber okay, wie gesagt, das Spiel kann das. Das kann das auf jeden Fall machen. Weil es hat sich einfach meiner Meinung nach nicht auf irgendeinen bestimmten Stil jetzt festgelegt, der das nicht mehr zulassen würde. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Wurde dir schon gezeigt, wer die Stimme gemacht hat? Ja doch, bestimmt, ne? Die war nämlich wunderbar. Ich fand die richtig, richtig gut. Ja. Das Spiel benutzt übrigens die Unreal Engine 4. Ich finde, da wäre noch mehr drin gewesen, ganz im Ernst. Aber okay. Ja, bitte sehr. Immer wieder gerne. Aber... Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Aber das werde ich machen, auf jeden Fall. Er ist anders. Okay. Ich bin sehr gespannt, inwiefern der anders ist. Und ich denke mal, das werden wir noch herausfinden. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir haben den roten Part uns angeguckt. Pfad, nicht Part. Und gesehen, wie das geendet hat. Ich kann es am Ende jetzt gar nicht viel sagen. Ihr habt es ja selber mitbekommen. Es war schon ein bisschen komisch. Aber auf der anderen Seite auch was ganz Einzigartiges und Besonderes. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also wie gesagt, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Und ich würde sagen, wir sehen uns gerne in einem anderen Projekt wieder. Oder ihr guckt euch noch den anderen Pfad an. Denn der kommt hier direkt im Anschluss.